Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute haben wir die Behandlung eines eingewachsenen Zehennagels mit wildem Fleisch von einem kleinen Junge, der ist 6 Jahre alt. Wie ihr hier seht, muss man zuerst einmal das wilde Fleisch sauber machen und einmal gucken, wo sich die Nagelecke befindet. Ja, es ist etwas schwierig, da das Ganze sehr entzündet ist, natürlich auch sehr schmerzhaft für den kleinen Patienten. Ich versuche hier gerade das wilde Fleisch irgendwie hochzuheben, aber es gelingt mir nicht ganz. Mit der Ecke vom Porzellintupfer kann man das schön sauber machen, da kann man die Flüssigkeit, was immer rauskommt, schön wegsaugen. Und das ist auch ein bisschen stabil, dass man unter das wilde Fleisch ein bisschen reinkommt, damit dass man auch das Sekret unterm wilden Fleisch rauskriegt. Und oft ist so eine komische, glibbrige Masse unter dem wilden Fleisch und die kann man auch sehr gut mit dem Porzellintupfer mit der Ecke so rauswischen. Nicht zu fest natürlich, es tut nämlich auch sehr weh. Wir sind ja Podologen, wir dürfen ja nichts betäuben, also keine Betäubungsspritzen setzen. Aber ich habe mir was einfallen lassen, es gibt eine Möglichkeit, wie man dem Patienten, sagen wir mal, die Behandlung etwas erleichtern kann. Das zeige ich euch nachher dann gleich. Als nächstes versuchen wir die Tamponade unter das wilde Fleisch zu kriegen. Ist natürlich nicht einfach, weil der Patient auch Schmerzen hat. Man muss eben gucken, was toleriert er und was nicht. Nicht, dass er die nächste Phobie hat, nicht nur gegen Spritzen, sondern dann auch gegen das Tamponieren und das wäre halt nicht so dolle. Ich versuche die Tamponade schön tief unter das wilde Fleisch reinzukriegen und vorn dann um die Nagelecke zu legen, damit das Ganze ordentlich ausgepolstert ist. Natürlich muss man das Ganze auch mit Wunddesinfektionsmittel besprühen, damit dass man nicht noch mehr Keime reinkriegt. Hier habe ich leider einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe als erstes das Puder rauf gemacht und nachher das Tape geklebt. Sollte man nicht machen. Am besten ist als erstes das Tape kleben und danach das Puder. Ihr werdet dann gleich sehen, warum. Ja, man versucht das Tape so gut es geht eben anzudrücken und dann rumzuziehen. So straff, was es noch geht. So, und jetzt sieht man auch, warum dass man das Puder nicht als erstes machen sollte. Jetzt habe ich das ganze Puder leider auf dem zweiten Zeh verteilt. Ja, nochmal gepudert das Ganze. Es muss ja trocken werden durch das Puder. Und dann verbinden wir den Zeh schön mit einer Wundauflage und einem Fixiervlies habe ich da genommen. Die Eltern haben von mir eine Anleitung mitbekommen, wie sie das Ganze versorgen müssen die nächsten Tage. Das heißt, 2-mal am Tag muss das Ganze erneuert werden. Als erstes wird das Ganze gesäubert mit Wunddesinfektionsmittel. Danach wird es getrocknet. Dann kommt das Tape. Das wird schön stramm rumgeklebt. Dann muss die Tamponade rein. Dann muss das Puder drauf. Und danach kommt noch der Keil, kommt auch noch rein. Ne, der kommt dann nach dem Verbinden. Zuerst das Verbinden, dann muss der Keil rein. Hier haben wir den Keil. Ein bisschen zu hoch gehalten, man sieht ihn kaum. Jetzt haben wir ihn. Und der Keil darf nicht so hoch sein, dass er oben noch drückt. Das heißt, der muss unten rein und die Nagelecke muss frei liegen, damit das die Nagelecke, also das wilde Fleisch, keinen Druck bekommt. So, somit ist die erste Behandlung fertig. Hier ist eine Betäubungssalbe drunter, damit dass der Patient weniger Schmerzen hat. Das Ganze ist nur oberflächlich betäubt. Das muss man ungefähr 1,5 Stunden vor dem Termin drauf machen und dann mit so einem Folienverband drumherum, damit das ordentlich einwirken kann. Das Ganze ist wirklich nur oberflächlich betäubt. Das heißt, das wilde Fleisch oder die Ecke, die drinnen sitzt, das Gebiet ist nicht betäubt, weil da einfach die Creme nicht hinkommt. Man muss natürlich dann alles schön sauber machen wieder.
Dazu eignen sich die Porzellintupfer am besten. Hier habe ich den Patienten gefragt, ob er noch Schmerzen hat. Hat der Kleine gesagt, nein, nicht wirklich. Somit kann man mit der Behandlung weiterfahren und die Einwirkzeit ist optimal lange gewesen. Jetzt versuche ich natürlich, das wilde Fleisch sauber zu machen. Mit dem Exkavator versuche ich jetzt den Nagelfalz ordentlich sauber zu machen und das wilde Fleisch so gut es geht etwas abzukratzen. Das Praktische, wenn man das natürlich vorher mit der Salbe einweicht, das ist alles schön weich und die oberste Schicht vom wilden Fleisch löst sich jetzt. Die werde ich nachher dann abziehen. Und den Nagelfalz drumherum machen wir schön sauber. Mit der Hautzange will ich jetzt den Rest vom wilden Fleisch oben das abziehen. Das ist wie so eine kleine Kappe ist es drauf. Man muss es einfach nur anklemmen und dann kann man das schön abziehen. Und ich versuche halt immer rundherum auch zu gucken, alles was so komisch franzig ist oder so, ja, so komisch klebrig aussieht, dass ich das alles wegnehme, damit das, die Wundheilung danach natürlich besser ist. Bluten sollte das Ganze auch so gut es geht nicht. Ist beim wilden Fleisch etwas schwierig, weil sobald man da ein bisschen zu viel ankommt, fängt es ja zum Bluten an. Ich versuche immer die ganze Haut abzuziehen und natürlich nicht zu tief zu kommen, sonst fängt sie zum Bluten an. Hinterher wieder schön sauber machen, weil das wilde Fleisch nässt sehr stark. Darum kommt immer wieder so Wundsekret raus. Das muss man immer wieder mal wegtupfen, sonst sieht man nichts mehr. Jetzt versuche ich zu gucken, wo die Nagelecke sitzt, die was ich nachher dann entfernen möchte. Hier ist das Praktische, von der ersten Behandlung zur zweiten Behandlung sind ungefähr 2 Wochen vergangen. Die Eltern haben das wunderbar nach der Anleitung gemacht. Man sieht hier auch schön, dass die oberste Nagelecke auch frei liegt. Und hinten, dort wo der Wulst ist, da ist halt noch eine Nagelecke drinnen und die versuche ich jetzt rauszukappen. Ist leider nicht ganz schmerzfrei. Nach dem Rauskappen muss man die natürlich dann noch rausziehen. Dazu kleben wir als erstes mal ein Tape, damit dass wir das wilde Fleisch wieder wegziehen. Somit kommen wir da besser dazu. Nochmal kurz sauber machen. Durch das Sekret sieht man nichts. Leider ist es so, dass der kleine Patient die Geduld verloren hat und nicht mehr wollte. Ja, leider.
So. Jetzt haben wir gleich den Spieß raus. So ein kleines Teil, es ist nicht einmal 1 Millimeter breit, 1,5 vielleicht. Kaum zu sehen, aber das macht eben gerade diese Entzündung, weil es immer wieder reinsticht. Hier sieht man es, nee, sieht man kaum. Das Licht der Kamera ist viel zu stark, vielleicht sieht man es gleich. Ja, hier sieht man es ganz wenig, es ist ganz ein kleines Fusselding. Natürlich die Druckprobe muss man danach auch machen, denn wenn es danach noch sticht, hat man leider nicht alles erwischt. In diesem Fall haben wir Glück gehabt, wir haben alles erwischt und wir müssen nicht nochmal in den Nagelfalz rein. Ist natürlich wieder mit Schmerzen verbunden, deswegen lassen wir das. Jetzt machen wir Wunddesinfektionsmittel drauf, wir säubern das Ganze nochmal. Natürlich müssen wir das Ganze auch schön trocknen, sonst hält unser Tape nachher nicht mehr. Jetzt haben wir die Tamponade, die muss natürlich in den Nagelfalz rein, wo wir das kleine Nagelstück rausgezogen haben, damit dass dort der Platz gegeben ist und das wilde Fleisch wegkommt vom Nagelfalz. Ich lege hier 2 Tamponaden ein, weil die einfach zu kurz geschnitten habe. Man kann auch eine große einlegen. Oben muss ich schön um die Ecke rum. Das geht hier auch schon sehr gut. Man sieht es auch von oben wieder schön, dass die Nagelecke frei liegt. Jetzt muss natürlich das Tape geklebt werden, damit das die Nagelecke noch mehr Luft kriegt. Schön stramm rumkleben. Als nächstes kommt unser Puder drauf. Nicht sparen damit. Und wir verbinden das Ganze mit Verbandsmull und Fixiervlies. Natürlich müssen die Eltern jetzt den Behandlungsplan weiterführen, das heißt nach wie vor 2-mal täglich Verbandswechsel mit der gesamten Prozedur. Das heißt vorher sauber machen, alte Tamponade raus, nochmal sauber machen, neue Tamponade rein, Puder drauf, nee, verkehrt, Tape kleben, Puder drauf, danach verbinden und bei der nächsten Behandlung geht es dann weiter. So, das war die ganze Behandlung, natürlich Teil 1, Teil 2 folgt im nächsten Video. Hat euch das Video gefallen? Daumen hoch, habt ihr Anregungen? Unten in die Kommentare reinschreiben, auch gerne eure Fragen, was ihr dazu habt. Und natürlich abonnieren nicht vergessen, aufs Glöckchen klicken, damit ihr auch das nächste Mal den Teil 2 nicht verpasst. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Andrea. Tschüss.